Hallo meine lieben Collodium-Freunde, willkommen in meinem Labor. Ich wollte euch in diesem Video ein bisschen was zum Silberbad erzählen, vor allen Dingen, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um es zu restaurieren und wie man sein Silberbad kontinuierlich pflegt. Vorab aber vielleicht ein paar Sicherheitshinweise. Wir sollten bei der Arbeit mit Silber und Silbernitrat generell Handschuhe tragen und natürlich auch eine Schutzbrille, denn Silber ist ätzend. Und das möchte man auf gar keinen Fall in die Augen bekommen. Wenn man aber nun trotzdem irgendwann feststellt, dass man schwarze Hände hat, weil man irgendwie doch mit Silber in Berührung gekommen ist, kann man diese schwarzen Flecken auch relativ einfach wieder entfernen. Man nimmt hierzu eine sogenannte Jod-Kalium-Jodid-Lösung, auch Lugol-Lösung genannt. Das hier ist eine 2%ige Lösung. Man beträufelt die schwarz gewordene Stelle also mit dieser Lösung. Das Silber wird nun in Silberjodid umgewandelt und kann anschließend mit dem Fixierer ausgewaschen werden. Das heißt, wir beträufeln die dunkel gewordene Stelle zuerst mit der Lugol-Lösung. Anschließend werden die Hände in Fixierer gewaschen oder ein bisschen Fixierer auf die Stelle drauf geträufelt und abschließend sollte man die Hände gründlich abspülen. So lassen sich eigentlich nahezu alle Silberflecken auf Händen wieder entfernen. Das ist auf jeden Fall das Prozedere zum Entfernen von Silberflecken. Wenn es nun an das Restaurieren und an das Pflegen vom Silberbad geht, ist die allererste Maßnahme die Dichte messen. Hierzu brauchen wir einen hohen, schmalen Messzylinder. Wir füllen das Silberbad in den Messzylinder und können die Dichte mit einer sogenannten Dichtespindel anschließend messen. Sollte der Wert geringer ausfallen als 1,065 Gramm pro Kubikzentimeter, sollten wir Silbernitrat hinzufügen. Ist der Wert höher, muss man wieder destilliertes Wasser nachgeben. In der Regel ist es aber so, dass wir Silbernitrat kristallin hinzugeben müssen. Das reicht aber als alleinige Maßnahme nicht aus, denn mit jeder Platte, die wir in das Silberbad bringen, verschleppen wir natürlich auch Alkohole in das Bad. Und das macht sich zunehmend störend bemerkbar. Das Sensibilisieren dauert immer länger und irgendwann fängt das Silberbad an, die Schicht anzugreifen, denn es befinden sich einfach zu viele Lösemittel in dem Bad. Ein solches Bad muss früher oder später abgekocht werden. Das Abkochen, die einfachste Methode ist, man besorgt sich eine Heizhaube und einen Rundzylinder und gießt das Silberbad ein und wartet, bis es kocht. Das Silberbad sollte man dann ungefähr eine Viertelstunde kochen lassen. Ich mache mir vorher immer eine Markierung, wie viel ungefähr vorher drin war. Und wenn ungefähr so ein Fünftel verdampft ist, kann man sicher sein, dass alle schädlichen Lösemittel aus dem Bad raus sind. Jetzt ist es so, dass ich in meinem Collodium neben Ethanol und Diethylether auch etwas höher siedende Alkohole und ein Feuchthaltemittel verwende. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man das regelmäßig durchführt. Die historische Methode des Silberbad Sonnen empfehle ich nicht so sehr, denn man braucht zum einen UV-Licht. Im Winter ist einfach zu wenig Sonne da. Man kann natürlich auch eine UV-Lampe nehmen. Das Prozedere ist aber ein bisschen umständlicher und man verliert zwangsläufig auch Silber. Denn das freie Jod, was sich im Bad befindet, wird belichtet, fällt als schwarzer Niederschlag zu Boden und wird dann quasi später wieder herausgefiltert. Die Lösemittel kriegen wir so auch nur spärlich raus, denn in der Regel haben wir einfach zu wenig Hitze oder man muss das Bad wirklich sehr lange Zeit offen stehen lassen, was natürlich auch ein Sicherheitsrisiko ist. Deswegen empfehle ich immer das Abkochen. Das geht vergleichsweise schnell. Nach dem Abkühlen füllt man das Silberbad wieder in den Messzylinder und misst die Dichte. Man muss auf jeden Fall destilliertes Wasser hinzugeben, denn das ist ja verdampft. Und wenn man die richtige Dichte wieder eingestellt hat, kann man mit dem Bad sofort wieder arbeiten. Wenn man nun ein frisches Bad bereiten möchte, kann man auch wieder auf die Lugol, also auf die Jod-Kalium-Jodid-Lösung zurückgreifen. Für 1 Liter Silbernitrat braucht man 2 Milliliter
von der Lösung. Das heißt, wenn man das Silbernitrat in destilliertem Wasser aufgelöst hat, gibt man 2 Milliliter hinzu und das Bad ist sofort aktiviert. Also das Umständliche, so wie man es früher praktiziert hat, eine Platte gießen und über Nacht im Silberbad zu lassen, kann man sich eigentlich sparen. Diese Methode geht viel schneller. So bereite ich auch alle meine aktivierten Silberbäder zu, die ich verkaufe. Von Zeit zu Zeit muss man das Silberbad natürlich auch noch zusätzlich filtrieren, denn im Silberbad verfängt sich Staub, auch Rückstände vom Collodium sind im Bad oder Rückstände von den Platten. Eine sehr gute Methode ist das Filtrieren mit einem Filtriergerät. Man schließt hier eine Vakuumpumpe oder eine Wasserstrahlpumpe an. Innen befindet sich ein Glasfilter oder ein Filterpapier. Bei mir war es so, als das Gerät neu war, war hier eine Glasfilterplatte, die hat sich irgendwann zugesetzt, die habe ich dann rausgenommen und durch ein Filterpapier ersetzt. Die etwas günstigere Methode ist dann ein Büchner-Trichter, den man verwenden kann. Auch hier legt man wieder ein Filterpapier hinein und lässt das Silberbad durchlaufen und kann so alle störenden Partikel entfernen. Ein Kaffeefilter oder ein Lacksieb wird auch häufiger verwendet, die sind aber in der Regel zu grob. Das heißt, es bleiben immer noch ein paar Partikel im Silberbad zurück. Ich empfehle auf jeden Fall allen, einen hochwertigen Laborfilter für diese Operation zu verwenden. Ein ganz wichtiger Hinweis noch zum Schluss. Stichwort Kontamination. Man sollte wirklich extrem darauf achten, keine Fixierbadrückstände oder Entwicklerrückstände in das Silberbad zu verschleppen. Das kann durchaus passieren, wenn man die Handschuhe nicht regelmäßig abwäscht. Das heißt, wenn wir nun eine Platte gießen und diese entwickeln und anschließend fixieren, tauchen wir zwangsläufig unsere Hände in das Fixierbad. Das heißt, man sollte nach jeder Platte seine Handschuhe gründlich abspülen, damit man keine Rückstände in das Silberbad verschleppt, denn das führt zwangsläufig zu riesengroßen Problemen.